Mein Name ist Alexander Büchner. Ich bin seit 2018 Gesellschafter und Geschäftsführer der Firma Büchner Kunststoffprodukte. Also seit meiner Kindheit bin ich eigentlich schon mit meinem Vater im Unternehmen tätig und habe dadurch schon über Jahre hinweg durch meine Jugend schon die Geschehnisse im Unternehmen kennenlernen dürfen. Und für mich war relativ schnell klar, nach dem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens die Firmengeschichte weiterführen zu wollen. Meine Frau sagt immer, ich bin mit meinem Unternehmen verheiratet wie mit ihr. Also gerade in Familienunternehmen werden oft die Familienmitglieder so ein bisschen vergessen. Das ist immer so selbstverständlich, dass die mitarbeiten und mit unterstützen. Und da wollte ich auch, dass es eigentlich ohne die gar nicht so geht und ohne die gar nicht stehen, wo wir jetzt stehen. Wir haben uns eigentlich in den letzten Jahren auf teil- oder vollautomatische Prozesse spezialisiert, wo wir unter anderem hochkomplexe Einlegeteile lagerrichtig ins Werkzeug einlegen. Man muss sich die Kunststofffertigung vielleicht so vorstellen wie ein Fleischwolf, wo das Kunststoffgranulat entsprechend durch hohe Wärme und durch Friktion in der Schnecke aufgeschmolzen wird und dann in das Negativ des Werkzeuges reingespritzt wird und dadurch das Bauteil, was wir später verwenden wollen oder was später hergestellt wird, produziert wird. Qualität gewährleisten wir in erster Linie mit unseren guten Werkzeugen in Verbindung mit einem modernen Maschinenpark und machen natürlich die Bauteilbewertung mittels CT. Und die CT-Technik bringt in dem Bereich die erforderliche genaue Präzision. Seit einiger Zeit haben wir ein neues Arbeitsgerät, das Metrotom 1. Das hat wirklich sehr viele Prozesse hier in der Firma stark vereinfacht. Allein durch das vollflächige Vermessen oder das vollflächige Erfassen der Bauteile sind wir einfach viel agiler geworden. Also Qualität bedeutet für uns, wir müssen natürlich den Anforderungen des Kunden gerecht werden. Er gibt uns vor, was wir brauchen, aber ohne eine ausreichende Qualität und auch Effektivität können wir am Markt eigentlich nicht mehr bestehen, um uns irgendwie von, ich sag mal, etwas Billiglohnländern oder dergleichen abzusetzen. Die Präzision beginnt beim Werkzeugbau. Wenn die Werkzeuge, die wir bekommen zum Fertigen, schon nicht stimmen oder nicht unseren Qualitätsanforderungen gerecht werden, können wir auch keine ordentliche Teilequalität gewährleisten. Wir können Flächenvergleiche viel schneller realisieren und so feststellen, ob unsere Bauteile sich entwickeln, sage ich mal, von dem, wie es sein soll oder von dem ersten Muster, der freigegeben ist, in irgendeine andere Richtung. So können wir auch viel schneller Rückschlüsse ziehen auf den Werkzeugverschleiß oder auf andere Problemstellen in der Fertigung, zum Beispiel eine mangelhafte Temperierung oder ähnliches. Wir sind in den letzten Jahren auch Fuß gefasst in der Elektroindustrie oder Elektromobilität und versuchen da uns natürlich das Geschäft weiter auszubauen, um uns hier mehr Fuß fassen zu können. Ja. Die momentane Herausforderung für uns im Qualitätsmanagement liegt darin, dass die Anforderungen des Kunden immer größer werden. Es wird genaueres gefragt. Es ist nicht mehr so, dass man mit herkömmlichen Messmitteln, Handheld-Messgeräten noch sehr weit kommt, gerade in der Automobilindustrie, wo wir tätig sind. Also Nachhaltigkeit ist ein großes Thema bei uns, wo wir damals 2013 bzw. 2012 das Gebäude geplant haben wir damals schon in eine PV-Anlage investiert. Und worauf wir ganz stolz sind, ist eine Wärmerückgewinnung. Wenn wir produzieren, benötigen wir kein Gas, sondern wir heizen mit der Abwärme unserer Maschinen. Für uns hat seit Jahren oder seit Beginn an die Sauberkeit einen hohen Stellenwert. Aber gerade die technische Sauberkeit ist eine neue Anforderung, die an uns herangetragen ist, wo wir entsprechend mittels ionisierter Luft die Teile nahezu partikelfrei abblasen und diese dann später in Trails ablegen, welche dann vakuumiert sind, sodass es dann für die Lagerung und auch für den Transport vor Umwelteinflüssen geschützt sind. Man spürt eine Entwicklung, man bleibt nicht auf der Stelle stehen, die Firma bleibt nicht auf der Stelle stehen, sondern wir entwickeln uns stetig weiter. Und diese Entwicklung ist das Spannende.